So, herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einem neuen Sundays at 7 Livestream-Konzert. So, welcome, here we are again with a new Sundays at 7 Livestream-Concert. Und es ist mittlerweile das 5. Konzert, also es ist das 5. von 7 Konzerten. Ich habe 7 Sundays at 7 geplant, so now it's the 5th of 7 Sundays at 7 Concerts. Und dieses Konzert heute hat auch ein kleines Thema. Und zwar wissen ja viele, dass morgen für viele Paare oder für viele Verliebte ein besonderer Tag ist. Und so tomorrow is a special day for couples and also for lovers. So we have a special theme for this concert, which is the love theme. Und ich freue mich auch, ich habe verschiedene Lieder ausgesucht, extra für diesen Abend, die so ein bisschen zum Valentinstag passen. Und ich hoffe, es ist auch was für euch dabei. Mein erster Song, den kennt ihr ja vielleicht sogar schon, der ist ja gar nicht von mir, aber ich habe das Arrangement geschrieben und es ist Umbrella. So my first song will be Umbrella, and maybe you have already seen it. And so this evening is about love songs. Umbrella von Rihanna. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share, because when the sun shines, we shine together. Told you I'd be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'm gonna stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, 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 Ella. Ella, 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 under my umbrella, Ella, 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 Ella. These fancy things will never come in between. You're part of my entity. You're for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'd be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'm gonna stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, 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 under my umbrella. Ella, 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 Ella. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come here to me. There's no distance in between our love. Gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'd be here forever.
oath, I'm gonna stick it out to the end. Now it's right and more than ever. Now that we still have each other, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, 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 under my umbrella. Ella, 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 Ella. You can stand under my umbrella. Ja, das war Umbrella und ich hoffe, euch gefällt diese Version genauso. Ach schön, ihr seid alle schon fleißig am Schreiben, das freut mich. Ihr seid im Chat schon alle und hallo Jevelin, hello, watching from Durban, South Africa, hello and welcome. Hallo Heidrun, hallo Delphine aus Thül, schaut sie zu. Stefanie schaut auch zu, aus Berlin. Und den Namen kann ich jetzt gerade Gast, das aus Lippstadt. Schaut sie zu. Udo schaut auch zu. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. So, welcome. Ich habe heute einen weiteren Gast mitgebracht. Und zwar haben wir einen Gast jetzt mittlerweile aus Belgien. Also wir werden schon immer etwas internationaler jedes Mal. Und das kann ich jetzt auch ausmachen. Genau, und ich freue mich sehr, dass ich den belgischen Cellisten Stijn Kuppens begrüßen darf. So, I now have a special guest from Belgium, and it's Stijn Kuppens. Hello, Stijn. Welcome to my live stream. Hello, what a nice song. Thank you very much. It was so beautiful. Thank you. Dankeschön. What a great opening. Thank you. Stijn, do you want to introduce or do you want to say something in Vlaams to your audience? Maybe somebody is speaking. Ja, wel, als er iemand aan het kijken is uit Nederland of België, welkom in deze toffe livestream met een zingende celliste, Mara. Heel tof, check haar zeker eens uit. En ik hoop dat jullie de livestream een beetje kunnen volgen en dat het leuk gaat worden. Ich habe jetzt natürlich gar nichts, also I didn't understand anything. We have to translate it, so I can translate it into German. It's only positive, Mara. I just said that I made some publicity for the singing cellist Mara, who is developing songs and cello playing at the same time. Fantastic, and welcoming them in this live stream, the 5th live stream. Super. Also Stijn kommt nämlich aus Leuven, aus dem flämischen Teil von Belgien und hat jetzt gerade ein Willkommen auf Flämisch gemacht und hat alle in diesem Livestream begrüßt. Du hast ein paar eigene Kompositionen mitgebracht, Stijn. Genau, wie lange machst du das jetzt? Wie lange machst du das jetzt schon? So, how long do you write music for cello? Since when? I think about 12 years now. And it started very small and took over my artistic life. So from time to time a composition, I became now somebody that only makes his own music. It became an addiction, I think. Ja, also Stijn hat vor 12 Jahren angefangen, eben eigene Kompositionen für Cello zu schreiben. Und genau, es wird immer so sein speziellerer Pfad. So we met each other some years ago in the New Directions Cello Festival. Was it always like modern style that you wrote, or did you start classically or traditionally, more tradition? I immediately started writing things in what I would call my own style, which is no style, in fact. It's sort of a mix of things that I like and how I feel and what comes out of my, let's put it like this, my musical belly. Influences of all the music that I heard and what I feel good about, how the cello feels naturally in my hands, what comes out when I don't think, and what I can then transform into music, following mostly some ideas, some inspiration
that I want to transform in music, in fact. Yeah. Mhm. Also ich habe ihn auf dem Cello-Festival, dem New Directions Cello-Festival, das ist ein nicht klassisches Cello-Festival. Das findet eigentlich meistens in Amerika statt. Das hat einmal in Köln stattgefunden und dort haben wir uns getroffen. Und ich habe ihn jetzt gefragt, ob er erst klassisch angefangen hat oder ob er irgendwie dann gewechselt hat. Und er meinte, aber er hat immer so in seinem Stil geschrieben und seine eigene Musik gemacht und findet so immer wieder neue Arrangements und Möglichkeiten mit dem Cello. So you brought two pieces of yourself to us. Yeah. Yeah. Do you want which is the first piece? Well, I will start with the opening piece of my first solo CD. That is called Fado, and it comes from my album Inner Cello. And this piece, in fact, you didn't know this, but this piece is also a Valentine piece, in fact. Ah, great. Yeah. Because, in fact, it's also a love story. And the Fa of Fado is... May I translate it just until Andrew hears? So, also er hat den ersten Titel mitgebracht und das ist von seinem Album Inner Cello. Inner Genau. Cello. Und und das Stück heißt Fado, das ist ein Tanz. Und er erklärt jetzt gerade noch gleich, wo das herkommt. Yeah, because the Fado, of course, everybody thinks of the Portuguese Fado, but I would say that the spirit of the Portuguese Fado was there, but there's an important meaning that is musical, and that is just like Fa, Do. Ah. Yes. But, okay, also der Sinn dieses Namens oder der Hintergrund dieses Namens ist jetzt also zur Hälfte eigentlich nur dieser portugiesische Tanz. Die andere ist die Tatsache, dass sie Fa und Do ist natürlich von dieser, im Ausland ist die Tonleiter oft Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Also C, D, E, F, G, A, H, C ist Do, Re, Mi, Fa, Sol. Und Fa ist quasi F und Do ist C. Und von diesen zwei Wörtern oder Silben eigentlich kommt das Fado aus dem. Yeah, exactly. Yeah, because the Fa is F indeed, and it refers to a person that's called Florence, and the Do is the letter C, and it refers to the husband, that is Luc with a C, and I'm describing in the piece how they meet each other, in fact, and you will hear. Everything that's around the Fa is more in the higher register, which is a female voice, and the C is like in the lower register, which is the male voice, and they speak to each other and they meet each other in the piece, and there's a lot of things happening, and I let you imagine everything that's happening in this Valentine concert. Thank you. Also es ist es ist auch ein Valentinsstück, insofern das F, also das Fa für Florence steht und das C für Glück, oder wie war der? For Luc, das wird Luc. das C. Am Schluss das C, okay. Yeah. Und und das quasi diese Geschichte dieses Paares widerspiegelt. Super, ich bin gespannt. Dann viel Spaß wünsche ich euch mit dem Stück Fado von Stijn Kuppens.
Bravo. Thank you. That was wonderful. It's always interesting how many different sounds you can find in a cello. Also ich sage, es ist immer wieder spannend, wie viele unterschiedliche Klänge man aus einem Cello entlocken kann. Weil es, genau, man denkt immer, es ist limitiert, weil es gibt gar nicht so viele Stücke für Solo-Cello. Aber eigentlich, genau, so I think maybe you think that cello is a little bit limited because there are not so many solo pieces for cello written, only the suites of Bach and some Kodai and some other suites, but not so much music or modern music. Yes. Thank you. Yeah, it's always, let's say, a discovery travel with the cello and finding your own voice. Ja. It's very nice. Ja, thank you. Sehr gut. Ich werde genau den Übergang machen und werde noch einen Song von mir spielen. Nachher kommt Stijn nochmal. Und wir haben uns heute so ein bisschen abgesprochen, dass wir das so ein bisschen abwechseln werden. Und deswegen sage ich jetzt schon mal bis gleich. So we will see Stijn in some minutes again, and we just arranged that we want to share the songs or the pieces now. And I have another love song for you, which is a jazz standard. I told you maybe that I was studying also jazz in Linz. And there you will see many jazz standards that you have to learn. And I also thought it's nice to not only try out improvising over the standards, but also sing the standards. Also der nächste Titel ist eigentlich ein Jazz-Standard. Manche von euch wissen ja, dass ich auch noch nach meinem Cello-Studium noch in Linz Jazz-Improvisation studiert habe. Und ich habe mir gedacht, dass es auch mal schön ist, so ein Standard nicht einfach nur als Improvisationsübung zu nutzen, sondern eben auch als Lied. Und hier kommt jetzt Beautiful Love von Bill Evans.
Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, filling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, a dream to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dream come true? Beautiful love. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, a dream to realize. You're reaching for heaven, depending on you. Beautiful love for my dream, beautiful love for my dream, beautiful love for my dream come true. Ja, das war der Jazzstandard Beautiful Love. Und jetzt hole ich auch schon wieder Stijn in den Chat rein, in den Stream rein. Hallo Stijn. Bravo Mara. Dankeschön. Beautiful. Wow. Dankeschön. I would love to sing like that and play cello. You can always try. Start. I will. It's never too late to start. Exactly. Ja. Ja, Stijn, du hast viele CDs rausgebracht. So, Stijn, you brought out many CDs on Spotify, and also, how many CDs of these were live or were real CDs that you can put into a CD player? Also wie viele, genau, du hast viele CDs rausgebracht. Wie viele CDs davon hast du real rausgebracht? This is my only physical CD for the moment. But well, it's always nice to have albums. Physical albums are something that you can touch and that you can feel and that you can remind you of a moment, or that you can just put in your site and sort of have it present in your life, and that is not possible with digital albums. Yeah. So I tend to make. I would like to make more physical CDs, but it's. And the quality is better. Also, but it's the WAV files are better than MP3. The problem is that you need to have a lot of people with CD players, and I think that unfortunately the amount. But some still have it in the car. Well, even this is going away. Yeah, but some still have it in the car, and also my students the children normally have CD players. Yeah. Yeah. Genau. Also, so how many albums have you recorded until now? As in the format of well, it's a bit complicated. This album is recorded and out. My second solo album, Cello Souls, is recorded but is not out. It's going to be out the end of March, beginning of April, and I'm super excited because this took me
More than 1 year after the recording, so it has been a very long process with a lot of new things to discover, and the finishing was taking much more time due to Corona. The Cello Souls, is it? Yes, that's Cello Souls. Do you want me to show the cover of the Cello Souls? Oh yeah, let's. Genau, also das ist dann sein zweites Album. Das existiert im Moment nur physisch. Und das erste Album. Noch nicht mal. No. Okay. It is, sorry. Ich wollte kurz übersetzen. Das erste Album, das war Inner Cello, ne? Das, was du gezeigt hast. Ja, exactly. Genau. Also er hat ein Cello, eine CD physisch rausgebracht. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie das Wort war. Genau, als CD rausgebracht, die man auch kaufen kann. You also send them to Germany, do you? From Belgium? Yes. Ja, people who would like genau, also die man auch eben kaufen kann. Ein Album hat er rausgebracht und die anderen danach hatte die weiteren erstmal nur auf Spotify veröffentlicht und dieses Cello Souls ist noch nicht, das kommt erst raus. Yeah, it's going to be an important moment for me. At end of March, beginning of April is going to be the release of Cello Souls. And then there is another album on the way that is going to be released the 24th of February. Now, there is already one single released. That is, you're putting in the title. It's First Meeting. Yeah, First Meeting, my album with piano, cello and piano. So it's all cello and piano pieces. Exactly. Well, the special thing about this album is, and you can see it already in the name, it's First Meeting, and it's a very big contrast with my other albums that are composed, that I sometimes make 50 versions before I come to the final version. In this case, it was the first meeting between me and the pianist that we recorded, and that became the album. So it's a live improvisation. It's a live improvisation with totally no history. So there was we briefly met for 10 minutes. I think more or less 2 months before that, we played together for 10 minutes. And this first meeting, this album what you can listen now, is the real first musical meeting between us. Right. That we recorded and that we want to share with the public, like a little bit like the first. You want to translate? Maybe I'm talking too much. Okay. Yes, genau. Also ich versuche das mal zu übersetzen. Genau. Also es kommt erstmal kommt noch ein neues Album raus am 24. Februar. Das heißt First Meeting und das ist ein Album für Cello und Klavier. Und zwar hat er sich mit diesem Pianisten nur 2 Monate vorher irgendwie für 10 Minuten getroffen und mal ein bisschen improvisiert. Und dann haben sie sich später zusammen direkt im Studio getroffen und das direkt aufgenommen, diese Improvisation. Und das ist quasi ein Live-Improvisationsalbum zwischen dem Pianisten und Stijn. Und das andere, Cello Souls, the other album, Cello Souls, comes out later in March. That comes out later in March, yes. Okay, also genau, das Cello-Solo-Album, Cello Souls, was ich vorhin schon gezeigt hatte, das Cover, das kommt im März dann raus. And tonight, in fact, is the video release of the video clip of one of the singles of First Meeting, which also makes you, as a public, be able to be present in that moment of the first meeting, of the first musical meeting. There's no montage. It's really... It is what it is. It is this first musical meeting, and at 9 o'clock there's a YouTube premiere of this video clip. Of Bijna, Thuis. Bijna, Thuis, yes. Thuis, Bijna, Thuis. So what does Bijna, Thuis mean in German? Means, or in English? In English is almost home. Mhm. Genau, also er hat jetzt eben noch erzählt, es gibt eben ein Video dazu, zu einer Auskopplung von diesem Album Bijna Thuis. Das heißt auf Deutsch so gut wie zu Hause oder fast zu Hause. Fast zu Hause. Genau. Und diese Videopremiere ist heute um 21 Uhr auf YouTube. Ich werde auch gleich nochmal den Link dazu, könntet ihr jetzt gleich im Chat finden. Müsst ihr eigentlich in beiden Kanälen
Facebook und YouTube jetzt gesendet worden sein. Und dann könnt ihr euch das für nachher reservieren, dass ihr nachher um 21 Uhr noch da reinschaut und euch das Video anschaut, weil das nichts geschnitten und das ist alles quasi live. Yeah, so But I brought something for you, an exclusive small excerpt of the video clip. ja, sehr gut. Dann zeigen wir jetzt mal den Videoclip, oder? Yeah, it's Okay. the first Wenn wir 50 jetzt schon seconds. davon reden, versuche ich das jetzt zu starten. So, Exciting. super. Super, das ist spannend. Ich bin Yes. gespannt, heute Abend eben dabei zu sein, das anzuhören. Du hast jetzt noch einen Titel mitgebracht, ein Solostück. Yeah, so I also would like to present to you the opening piece of Cello Souls. You just heard the opening piece of Inner Cello. Well, I would like to present to you the opening piece. Writers is the title of Cello Souls. And I will maybe tell a bit more about it if you want, about the content. Ja, You want to translate? I'm interested. Would you like to translate what I said? Ja, genau. Also er hat jetzt noch ein Stück mitgebracht aus dem Album Cello Souls, was im März dann veröffentlicht wird. Und das ist Writers, also was war das? Schriftsteller, Writers. einfach Schriftsteller. Ja, ne? Yes, like novel writers, writers. Ja, genau. Yeah. Schriftsteller. Mhm. Genau. So it's a professional writer or Yeah, exactly. So it's Okay. in fact what I'm writing, what I'm describing is the act of writing. You have to imagine that you are a writer, and you are at your desk and you have an idea. You start to think, and the idea becomes more concrete, and you start writing, and you have a moment of a break. Then you start to have more inspiration, and it becomes something almost obsessive. You need to write so fast that you almost cannot follow anymore with your hand. And a lot of ideas come in your mind. And this creative process of writing is something that I experienced quite some times, because I used to write short stories. And I remember this feeling of writing a text and writing ideas and developing an idea, this imagination, and this moments of remembering something, and suddenly you don't remember what you wanted to write, and the story develops itself. And my music Writers is about this creative process of writing. Also die Geschichte hinter diesem Stück, also Writers eigentlich, also eben jemand, der etwas schreibt, also eben professioneller Schriftsteller oder was auch immer, jemand, der schreibt. Ich glaube, mir fehlt die richtige Übersetzung dazu, 1:1 Übersetzung. Genau, und es geht um diesen kreativen Prozess des Schreibens, einfach, dass man anfängt und dass einem immer wieder Ideen in den Kopf kommen und irgendwann kann die Hand quasi gar nicht mehr hinterherkommen mit Schreiben oder genau, auch dass es manchmal stoppt. Und darum geht über diesen kreativen Prozess. Yeah, the dynamic of writing. Ja, die Dynamik des Schreibens. Ja. Danke, super, ich bin gespannt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Stijn und dem Titel Writers.
Bravo, Stijn. There was a lot of compliments in the chat. Also, Tina. Thank you. Tine van Drom said, was super, Stijn. Looking forward to hear
see and hear more of you. Oh, dank u, Tine. And yeah, Udo says wow and Stephanie says yeah and Michael Pfeiffer says toll, danke. Also es gibt that's so viele nice. positives Feedback, was mehr von Stijn hören möchte. Jevelin schreibt ganz viel. Thank you, Mara, for exposing us to all these wonderful musicians. Also unique, you too are an inspiration to me and I want to also express myself on my cello in a non-conventional way. That's super, Jevelin. I think maybe you understand some Flams because he speaks Afrikaans in South Africa. So maybe you can say something to Jevelin. Yes. Well, I can speak. Ik kan in het Nederlands inderdaad. Oh, tof. Het is helemaal uit Zuid-Afrika. Geweldig. Wauw. Fijn. Bertine van Schoor is een cellist uit Zuid-Afrika die ik een beetje ken. Misschien ken jij haar ook. What did you say? I said that there is a cellist from South Africa that I know a bit through my projects. Is Bertine van Schoor. And who knows? Well, she is also doing some alternative things. So, if you're looking for an alternative cellist in South Africa, then it could be a nice contact. Ja, genau. Also wir haben uns über den Kommentar von Jevelin unterhalten, der uns gelobt hat und er hat was auf Holländisch gesagt, weil Afrikaans und Holländisch so ähnlich ist. Super. Genau, es gab noch eine Frage von Delphine, hat nämlich gefragt, ob du deine Noten schon veröffentlicht hast. So Delphine was asking if you have published your scores already. No, not or yet. if somebody can buy them from you somehow. For the moment, I didn't do it. First of all, I find it's very difficult. Wait a minute. I will come back. Wait. Or you come back and I play another song. Genau, also es ist die Kamera gerade ausgefallen, so the camera went off. And I think Stijn will come back later. Are you already fine? You're already fine, okay. Genau, dann probieren wir es nochmal, jetzt mit einer anderen Kamera. Yeah, this is my backup camera. Well, technical issues can happen. Yeah, always. Yeah, we are not masters, we're only musicians who try to be masters. Yes. So nobody can play your music except you. Well, first of all, if you play more alternative kind of music with new techniques or with your own techniques, or it's a lot of work to note everything, to notate everything, and it has to be also. I find it has to be consistent, because if you write a score and you have to write 5 pages of explanation how to play it, it's not so ideal. But so you can try putting it out, because I've heard that also for the musical competitions, new pieces are needed, new solo pieces for cello are needed. And yeah, it's true. Start. It's one of the things that you can invest time on, but creating music has so many facets that you have to take care of. You have to compose the music, but you have to record, you have to do the mastering, you have to do artwork, you have to do a lot of things, and editing scores is one of the possibilities to invest time. But unfortunately, we have only one life, and we have in our life like a family and other things, other obligations. So for me, it's not the priority, but I'm very happy to hear that anybody would be interested to play my piece. That would be very nice, of course. Of course, of course. Don't be shy. Genau, also es ging jetzt um das Thema Noten, eben ob die schon veröffentlicht sind, und es ging eben auch darum, er hat im Moment noch nicht die Zeit dafür gefunden, das alles aufzuschreiben, weil man muss ja auch in einer gewissen Weise konsistent sein mit dem, was man spielt und was man schreibt und wie man das aufschreibt, gerade wenn das moderne Klänge sind und so. Und er hat bisher noch nicht die Zeit gefunden, seine Musik zu veröffentlichen, seine Noten zu veröffentlichen. Aber wir hoffen ganz, ganz stark, dass er das in der Zukunft in Angriff nimmt, weil es ja auch Wettbewerbe gibt, wo man Solostücke für Cello sucht.
Super. Genau. Sie sagt, sie versteht das, aber sie findet es trotzdem schade. Delphine. Okay. Well, So, I understand. I will remember it, and I will try to make time for this. Ja, okay. It's not the Super. first time that I ask it, so yeah, I should do something. It won't be the last time that somebody asks. So, dann hab ganz vielen Dank, lieber Stijn, dass du hier warst, dass du uns deine Musik auch näher gebracht hast, uns gezeigt hast. So, thank you so much, Stijn, for coming into my live stream and for sharing your music. And ja, genau, Delphine says, let her know if you change your mind. Genau. Und ja, also ich danke dir sehr herzlich, dass du das alles, dass du uns deine Musik näher gebracht hast und hoffe, wir sehen uns live nochmal. Definitely. Also in echt zum Anfassen live, meine ich jetzt. Ja. Genau. So, I hope that we will meet each other again. And für euch andere, genau, also ich werde jetzt erstmal mich von Stijn verabschieden, wenn jetzt nicht noch weitere Fragen irgendwie im Chat auftauchen. Genau, das ist eine Bereicherung Odo schreibt, es ist eine Bereicherung am Sonntag und er ist froh dabei zu sein. Dankeschön. Das gibt uns so viel, dass ihr dabei seid und die Zeit nehmt und bei dem Konzert dabei seid. Also vielen, vielen Dank, Stijn, dass du hier warst. Und so many thanks and see you. Bye bye. Bye. So, jetzt kann ich meinen Banner auch wieder ändern. Ich habe nämlich einen weiteren Song mitgebracht. Das kommt jetzt weg. Und zwar ist das eine Adaption quasi von dem Lovesong von The Cure. Ich habe mich da inspirieren lassen. Es gibt einige Varianten davon online auch zu finden. Und ich habe mich von der Version von Adele einerseits inspirieren lassen, andererseits hat aber auch die Cellistin und Singer-Songwriterin Mehr über auch ein wunderschönes Cover geschrieben. Und da sind diese beiden bekannten Adaptionen ineinander verschmolzen in meiner Version, sage ich mal so. Und der Lovesong von Cure, ich glaube, der kommt immer gut an. So my next song will be the Lovesong from The Cure. And actually I got inspired by two interpretations, different interpretations. One was, of course, the Adele version, and the other one was by the cellist and songwriter Mehr über. And so these two inspirations got a new style. Also der Lovesong von The Cure. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However far away, I will always love you.
whenever I'm alone with you. You make me feel like I am free again, yeah. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am clean again, yeah. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. Always love you. Always love you. 'Cause I love you. Yes, I do. And always love you. Ja, danke schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich habe noch einen Banner vergessen, und zwar kommt meine allwöchentliche, kleine Erinnerung daran, wenn es euch gefallen hat, doch einfach was in den Spendentopf zu tun. Dann rentiert sich das für mich auch so ein bisschen, so eine kleine, a little reminder for yourself. So if you like this concerts or this concert series, you can find my PayPal link also in the description of the video. So it would be kind of you to just support artists in these times who don't have so many concerts. Ja, ich freue mich, dass wieder so viele da waren, und Max ist auch dabei. Hallo, genau. Dankeschön, Delphine. Hallo, Mosen. I think I tried to say your name this time right. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei wart. Danke, Michael. Danke, Urko. Danke, Udo. Danke, Stefanie. Super. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich freue mich, euch nächste Woche zu sehen. Nächste Woche ist das vorletzte Konzert dieser Reihe, also das 6. Sundays at 7, und ich habe einen wundervollen Gast aus Boston. Er ist auch wieder ein kreativer Cellist. Er ist der aktuelle Leiter des New Directions Festivals. So, ich bin sehr gespannt, was er mitbringt. Und denke, es wird wieder ein sehr spannender Abend nächste Woche für euch. So next week, my special guest will be
Jeremy Harmon, also das ist Jeremy Harmon, das habe ich vorhin nicht gesagt, will be the cellist Jeremy Harmon from Boston, and he is actually the director of the current New Directions Cello Festival, and I'm very looking forward to which kind of music he will play for us. And it will be the last but one concert of this series, because I only have 7 concerts and this is the 6th one. And I'm looking forward to see you all next week. Also ich freue mich schon, euch nächste Woche wieder zu treffen und wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen, Sonntagabend und eine wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen und bleibt schön kreativ. So I wish you a wonderful Sunday and a wonderful week and hope you all stay very creative and positive. Bye bye.